Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. Dieses Video ist der zweite Teil unserer Serie Fake Roman Coins. Und heute weihe ich euch ein in eine meiner persönlichen Fehlkäufe bei Katawiki, einer Internetplattform, auf der auch antike römische Münzen gehandelt werden. Ich habe dort schon öfter Münzen für meine Sammlung ersteigert und es gab bis zu diesem Zeitpunkt auch keinen Grund zur Klage. Allerdings musste ich die schmerzhafte Erfahrung machen, dass wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen Verkäufer und Käufer kommt, die Sicherheit, die man sich aufgrund der Experteneinschätzungen der Artefakte bei Katawiki erhofft, tatsächlich nicht so gegeben ist. Ich gebe zu, ich habe der Expertenmeinung aufgrund ein paar Bilder der Münze viel zu viel Wert beigemessen. Auch meine Einspruchsrechte bei Mängel habe ich hoffnungslos überschätzt. Wie gesagt, ich berichte hier nur über meine persönliche Erfahrung und erlaube mir in keiner Weise ein pauschales Urteil über die Plattform Katawiki. Ich möchte auch nur dafür sensibilisieren, immer in Betracht zu ziehen, dass die Beweislast bei Betrug oder Fälschung oder auch nur Täuschung mangels an eindeutiger Beschreibung des Artikels im Zweifelsfall immer bei euch liegt. Eigentlich wollte ich am Tag, an dem die Münze angekommen war, nur eines meiner typischen Unboxing-Videos für euch machen. Allerdings kam dann nach dem Auspacken und genauerem Betrachten meiner ersteigerten Neuheit so langsam das böse Erwachen und ich wurde zunehmend unsicher, ob ich das Video so weiterdrehen konnte. Deshalb zeige ich euch das Unboxing hier nur im Schnelldurchlauf. Bevor wir nun aber das Corpus Delicti genauer inspizieren wollen, möchte ich euch bezüglich unseres Gewinnspiels erinnern, dass am Ende des Videos heute wieder eine Münze ausgeschlossen wird, da wir noch keinen Gewinner haben. Bleibt also bis zum Schluss dran, um zu erfahren, welcher Sesterz jetzt raus ist aus dem Spiel, damit ihr weiter in den Kommentaren eure Tipps abgeben könnt. Auch verlinke ich euch gerne am Ende das Hauptvideo zu unserem Gewinnspiel, für alle die, die es noch gar nicht gesehen haben. Nun aber direkt zu meinem Fehlkauf. Obwohl man der Münze im ersten Augenblick gar nicht ansieht, dass da etwas nicht stimmen könnte. Mitgeliefert wurde ein Münzkärtchen des Auktionshauses eBayCoin, wo die Münze, wenn man der Beschreibung des Verkäufers glaubt, einmal versteigert wurde. Na, wenn das nicht mal alle Bedenken hinsichtlich der Echtheit der Münze ausräumen sollte. Natürlich habe ich da gründlich nachrecherchiert und sogar wirklich ein Ergebnis des Auktionshauses gefunden. Okay, aber warum wurde ich dann trotzdem skeptisch, als ich die Münze zum ersten Mal in Händen hielt? Schon bei der ersten genaueren Untersuchung fiel mir auf, dass die schwarze Patina, anders als auf den Bildern des Verkäufers, am Rand Abriebspuren aufwies, wo das blanke Metall durchleuchtete. Kann diese Veränderung allein durch den Transport geschehen sein oder gibt es da womöglich andere Ursachen, die einer genaueren Untersuchung bedürfen? Bei näherem Hinsehen war es nicht schwer zu erkennen, dass selbst bei einzelnen Buchstaben leichte Abriebspuren zu erkennen waren. Kann das sein, dass eine echte Patina so leicht sich abreiben lässt? Und da war es wieder, das flaue Gefühl in der Magengegend und der Gedanke, da stimmt etwas nicht mit dieser Münze. Obwohl die Rückseite der Münze, bis auf ein paar kleine Löcher, die durchaus bei mechanischer Reinigung zurückbleiben können, recht authentisch wirkte, hatte ich das Gefühl, dass sich die Oberfläche bei etwas stärkerem Drücken weich und etwas klebrig anfühlte. Bilde ich mir das nur ein oder ist das Farbe? Na, spätestens jetzt war das Vertrauen in die Artikelbeschreibung und die Expertise von Katawiki restlos erschüttert. Und ich dachte, ich müsste da bei Katawiki sofort intervenieren, um die bereits getätigte Zahlung an den Verkäufer aufzuhalten. Obwohl die Inspizierung der seitlichen Ränder der Münze keinen Hinweis auf eine Gussfälschung ergaben, wurde mir bewusst, dass die Artikelbeschreibung mit keiner Silbe das nachträgliche Anbringen einer künstlichen Patina erwähnte. Und jetzt war die auch noch im Begriff, sich aufzulösen. Auf Anraten eines Sammlerkollegen beschloss ich, den Sesterz in ein Bad aus Aqua destillata zu legen und zu beobachten, was sich dabei tut. Grundsätzlich sollte sich ja da gar nichts tun bei einer echten, stabilen Patina. In diesem Fall verhielt sich das aber ganz anders, denn schon beim ersten Einlegen ins Bad konnte ich beobachten, wie sich Farbe ablöste. Beim Abtrocknen im Mikrofasertuch natürlich nur abtupfen und nicht reiben, wie sich das halt so gehört. Und dann Scheibengleister. Die böse Überraschung. Da hat sich doch tatsächlich schwarze Farbe im Tuch abgedrückt und Spuren hinterlassen, als wäre es das Leichentuch von Turin. Und jetzt lagen die Nerven natürlich endgültig blank. Könnt ihr das sehen? Was meint ihr dazu? Ist die Münze dann überhaupt noch echt oder einfach nur eine Replik, die mit schwarzer Farbe angemalt wurde?
Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr mich da beruhigen könnt. Aber natürlich auch, wenn ihr genauso entsetzt seid wie ich. Wie konnte so eine Münze es durch ein renommiertes Auktionshaus schaffen? Fragen über Fragen und emotionale Abgründe taten sich auf. Spätestens jetzt wurde es Zeit, die Facebook-Gruppe Fake Roman Coins zu kontaktieren. Und da bekam ich auch prompt eine Antwort. Die fiel aber überraschend positiver aus, als ich mir erwartet habe. Jetzt war ich natürlich restlos verwirrt. Also trotz aggressiver mechanischer Reinigung und anschließender, ich sag mal, stümperhafter Repatinierung sollte der Sesterz des Claudius also tatsächlich echt sein. Es hat mir sogar jemand ein Vergleichsbild seiner eigenen Münze gepostet und meines als sehr nettes Exemplar bezeichnet. Nur dass mein Sesterz nach dem Bad nicht mehr so aussah wie am Originalbild des Verkäufers, obwohl sie mir so ja eigentlich besser gefallen würde als mit der schwarzen Farbe, wenn sie nur echt wäre. Sehen wir uns mal das Originalbild des Verkäufers auf der Katawiki-Seite an. Also am ersten Blick erscheint die Patina hier blaugrau und es sind auch keine blanken, abgewetzten Stellen zu sehen. Auch an den Buchstaben der Legende sind keine auffälligen Stellen, wo blankes Metall durchscheint. In der Verkäuferbeschreibung wird zwar tatsächlich auf eine mechanische Reinigung hingewiesen, jedoch die Repatinierung mit schwarzer Farbe wird nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich zu kritisch bin, wenn ich da einen schweren Mangel erkenne, der vom Verkäufer verschwiegen wurde. Mich würde da auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren. Aber wie ging es nun bei Katawiki weiter? Ich bekam eine Antwort, dass mein Einspruch geprüft wird und der Zahlungsvorgang an den Verkäufer zuerst einmal eingefroren wird. Na gut, wenigstens eine kleine Verschnaufpause. Mir wurde auch angeraten, mit dem Verkäufer erst einmal selbst Kontakt aufzunehmen und den Fall zu klären, was ich natürlich auch tat. Ich schrieb also dem Verkäufer eine Nachricht, in der ich meine Bedenken bezüglich des Claudius-Sesterz äußerte und vor allem auf das Nichterwähnen der laienhaften Repatinierung in der Artikelbeschreibung hinwies. Ich machte ihm weiterhin klar, dass ich die Münze so nicht behalten möchte und eine Rückerstattung des vollen Betrages nach meiner Rücksendung erwarte. Die Antwort, die ich bekam, war recht ambivalent, denn einerseits behauptete der Verkäufer, dass die Patina nicht künstlich ist und andererseits vermittelte er, dass er sich der Mängel bewusst ist und der Meinung ist, ich hätte sie zu einem günstigen Preis bekommen. Als Beweis für die Echtheit schickte er mir Bilder, die den Sesterzen vor der brutalen Reinigung zeigen. Also wenn die Münze kein Chamäleon ist und von selbst die Farbe ändern kann, muss da auf jeden Fall einer nachträglich was dran gemacht haben. So entstand eine recht lebhafte Kommunikation und ein ständiges Hin und Her von Argumenten. Der Verkäufer berief sich natürlich auch auf die Expertenmeinung von Katawiki, die, wie ich bereits gesagt habe, aufgrund ein paar unscharfer Bilder online abgegeben wurde und für mich nicht als hundertprozentiger Beweis für eine Echtheit der Münze gilt. Ich machte also noch einmal klar, dass ich die Münze nicht behalten möchte und war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass Katawiki mir recht geben wird und eine Rückabwicklung des Geschäfts einleiten würde. Und dann kam das wirklich böse Erwachen. Nach nur 3 Tagen bekam ich von Katawiki eine Nachricht, in der stand, der Fall wurde geprüft und laut Expertenmeinung gibt es keine Gründe für eine Rückabwicklung. Sollte ich dennoch weitere Beweise einbringen können, würde der Fall neu aufgerollt werden. Ich war geschockt, gerade deshalb, weil ich mir ja so sicher war, im Recht zu sein. Nun lag die Beweislast eindeutig bei mir. Katawiki hat inzwischen die Zahlung an den Verkäufer veranlasst und der sah natürlich jetzt keinen Grund mehr, sich irgendwie mit mir zu einigen. Katawiki hatte also auch meine Bemühungen diesbezüglich zunichte gemacht. In weiterer Folge erkundigte ich mich in der Rechtsabteilung des österreichischen Konsumentenschutzes, welche Möglichkeiten ich habe. Also wenn ich über einen Sachverständigen oder ein anderes Auktionshaus nachweisen könnte, dass die Münze nicht echt ist, dann hätte ich eine Chance, den Kauf bei vollständigem Kostenersatz zu stornieren. Das heißt, auch meine Kosten für die Expertise müssten ersetzt werden. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Alles zieht sich natürlich in die Länge, aber ich würde euch natürlich über den weiteren Verlauf informieren. Ich kann nur zur Vorsicht mahnen, sodass ihr euch bei solchen Käufen nicht allzu sicher fühlt, sondern bereits vor Abgabe eines Gebots alle möglichen Mittel zur Prüfung der Echtheit selbst in die Hand nehmt. Ihr könnt dabei auch aus meinen Fehlern lernen und ich hoffe, dass der ein oder andere vor unangenehmen Folgen bewahrt wird. Kommen wir aber zum Abschluss noch zu etwas Erfreulichem. Unser Gewinnspiel geht weiter in die nächste Runde.
Ich schließe eine weitere Münze aus, diesmal mit einer kleinen Denkaufgabe. Ausgeschlossen wird die Münze, die später als 200 nach Christi geprägt wurde. Die RIC-Nummer blende ich euch natürlich oben ein. Außerdem findet ihr in der Beschreibung des Videos die verbleibenden 16 Münzen, von denen ihr 3 auswählen sollt, die ich in Paris gekauft habe und mir in einem Kommentar aufschreibt. Das Originalvideo zum Gewinnspiel verlinke ich wieder im Abspann. Es wird natürlich auch wieder eine Fortsetzung der Serie Fake Roman Coins geben, wo ich Repliken vorstelle, die ich selbst gekauft habe. Aber vorerst erwartet euch ein neues Unboxing-Video, da schon wieder ein neuer Sesterz bei mir angekommen ist. Diesmal aus Bella Italia. Ich freue mich auf eure Kommentare und vergesst nicht ein Like zu hinterlassen, um meinen Kanal zu promoten.